Ja, schön, dass ihr alle hier seid. Und ich komme aus dem Handwerk und werde euch heute erklären, wie wir durch Marketingautomatisierung bis zu 300 Mannstunden Zeitersparnis haben. So, ich darf euch erstmal vorstellen, die Julia, meine bezaubernde rechte Seite da oben. Und zwar die Zusammenarbeit zwischen der Julia und mir ist seit Anfang 2017, also noch sehr frisch. Und unsere Aufgabe ist es gewesen, die Marketingstrategien der Möbelmanufaktur zu entwickeln, zu entwerfen und zu optimieren. Wir waren hier im April zum Clicktip Certified Consultant, so wie ihr jetzt auch, und haben uns das einfach mal angehört. Ja, zu mir, schlechte Noten, Abi hat nicht geklappt, habe ich eine Tischlerlehre gemacht. Dann habe ich 2004 die ersten Aufträge im Keller der Eltern. Das war nicht so der Hit, weil die fanden das nicht ganz so toll, dass das ganze Haus immer voll mit Spänen und Staub war. Lösungsmittelhaltiger Lack kam auch nicht so gut an. Habe ich mir eine Garage gemietet, habe dann da weitergemacht. Das war proudly meine erste Garage, wo ich gesagt habe, hier werde ich ein Schreiner-Imperium von aus gründen. Hat mir damals irgendwie, alle mich nur belächelt. Ich fand's cool. 2005 habe ich parallel zur Selbstständigkeit den Tischlermeister gemacht in der Handwerkskammer. Bis 2008 war ich Computerlegastheniker. Das heißt, ich habe damit echt nichts zu tun gehabt. Ich habe dieses Ding angemacht, war froh, dass da irgendwie was war, wo ich meine Rechnung eintippen konnte, die irgendwo aus dem Drucker kam, die ich einem Kunden geben konnte, und das war's. Also nichts mit E-Mail versenden etc. 2008 bin ich dann mehr oder weniger so weit gewesen mit der Firma, dass ich mir die erste CNC-Fräse gegönnt habe. Und da musste ich dann halt zwangsweise auf Computerschulungen für CNC-computergesteuerte Holzbearbeitung gehen. Und seitdem habe ich gemerkt, wow, das macht mir das Leben extrem einfacher. Ja, die Julia hat eine kaufmännische Ausbildung gemacht ihr könnt das selber lesen, Kauffrau für Dialogmarketing bei AIDA Cruises, also diese kleinen Schiffchen, die überall rumfahren. Und das steht ja jetzt gar nicht, sie ist Jahrgangsbeste in ihrem Abschlussjahr der Ausbildung gewesen. So, sie ist die Ansprechpartnerin und Umsetzerin für unser hauseigenes Marketing. Und ja, das ist jetzt, und seit 2017 Online-Marketing-Neuling hier über Clicktip. Das ist unser Team, mittlerweile wieder ein paar Mann mehr. Das ist die aktuelle Produktion. Wir haben derzeit roundabout 1000 Quadratmeter Produktionsfläche, wo wir mit modernsten Maschinen alles Schöne herstellen. Wir haben, das habe ich gerade gesagt, modernster Maschinenpark. Ja, die ganze Produktion ist digital vernetzt, weil seit 2008 habe ich festgestellt, wow, du kannst dir das Leben einfacher machen, wenn du, die Technik dir zunutze machst. Habe das halt als Handwerker erst in meinem Bereich gemacht und das dann auch sehr erfolgreich. Hier ist so ein Auszug an Möbeln, was wir halt machen. Wirklich sehr viel mit LED beleuchtet. Unten links sieht man eine Theke, die mit Acryl ist, in dem Acryl so Goldflocken drin, durch beleuchtet sieht dann aus, wie das halt so fliegt. Und das ist so das, wo ich halt drin aufgehe, so abgefahrene Sachen entwerfen, kreieren. Das ist so mein Hobby, was ich zu meinem Job gemacht habe. Das ist unser Showroom. Ja, unsere Problemstellung war hoher Zeitaufwand für Beratungs- und Verkaufsgespräche. Die Alleinstellungsmerkmale, die wir haben, sind schwer zu transportieren, nur über Fotos, weil Fotos ist wie ein Friedhof. Wie will ich einem auf dem Foto erklären, dass wenn er irgendwo gegenklopft, die Wand aufgeht und da ein Schrank hinter ist? Ist relativ schwer. Mehrere persönliche Kontakte, bis der Kunde Vertrauen gewonnen hat, weil wir teilweise auch relativ hohe Auftragssummen haben. Und der Kunde sagt, ob ich bei dem jetzt sechsstellig lasse für Möbel? Und insgesamt war es halt ein ziemlich hoher Zeiteinsatz und dadurch konnte ich mich nicht um alle Kunden kümmern. Ich musste halt schon gucken, mit wem setze ich mich zusammen, mit wem setze ich mich nicht zusammen. Und dann sind natürlich auch einige entgangen, weil wenn ich dem Kunden sage, ich habe in 4 Wochen Zeit für ein Beratungsgespräch, hat halt nicht jeder Lust zu warten. Ja, die Lösung Marketingautomatisierung Anfang diesen Jahres, Januar, bin ich darauf gekommen. Wir haben letztes Jahr 30% Umsatzwachstum gehabt und Ende letzten Jahres war es so, wo ich dachte, ich will nur noch am Beraten, 3-mal am Tag das Gleiche am Erzählen, was für ein Blödsinn. Ich will weiter wachsen, wie mache ich das? Und dann bin ich auf die Suche gegangen. Automatisierte Lead-Generierung über die Webseite
Und hier sieht man das. Das heißt, man kommt bei uns auf die Webseite, ist jetzt in einer Ankleide drin, Ankleide und Schlafzimmertraum. In jeder Rubrik, wo man jetzt bei uns auf der Seite sich bewegt, gibt es ein Fenster, was aufgeht, wo man sich echt einfach eintragen kann und direkt die Beratung anfängt. So, darüber fangen wir automatisch Leads und Kunden, die wir sonst auch gar nicht hätten. Wir haben nämlich auch festgestellt, dass wir extrem viele Besucher auf der Website haben, aber sehr wenig, wir fragen die Kunden immer, wo die herkommen, im Verhältnis sehr wenig Aufträge daraus. Das heißt, was weiß ich, 3000 Besucher und 4 Leute, die sagen, ja, über die Website sind wir gekommen. Und dann haben wir gesagt, wo sind die anderen? Ne? Die müssen ja irgendwo sein. Und ja, so haben wir durch diese, sag ich mal, E-Mail-Kampagne direkt für den Kunden das verständlich, wenn ich dem eine Küche zeige, wo ich irgendwo einen Fuß an den LED-Punkt halte, und der Mülleimer fährt von alleine raus, dann sieht er direkt, ah, das ist ja cool, sowas gibt's. Ne? Das heißt, unsere USPs, die uns auch viele ausmachen, kann ich so total einfach in den Vordergrund stellen. Ich gehe einmal in so eine Küche rein, die fertig eingebaut ist, mache so ein Video, zeige dem Kunden das und er sagt, ah, cool. Ne? Ja, was wir auch festgestellt haben, kommen wir gleich auch noch zu, virale Verbreitung. Das heißt, wenn ein Kunde sowas sieht, dann will er das einem anderen erklären, der versteht das nicht. Was macht der? Der schickt ihm das Video weiter. Danke, super. Das heißt, wir werden überall relativ bekannt. Und, das ist mir im Nachhinein erst aufgefallen, der Kunde kommt dann irgendwann nach dem 5., 6. Video zu uns und hat schon total das Vertrauen aufgebaut. Da kommt uns in die Ausstellung rein, ah, Herr Helm, wir kennen uns ja schon, hallo, ich sage, ja, ich kenne Sie dann, ne? Meinte er vom Video. Ja, hier haben wir das jetzt mal gezeigt. Das war jetzt die erste Kampagne, wo man wirklich sieht, dass das dunkle Lila ist die E-Mail-Zustellrate und dahinter die Öffnungsrate. Das heißt, roundabout, ich kann es nicht lesen, Augen sind nicht mehr so toll, aber es waren ungefähr 40 Mal die E-Mail gesendet und über 200 Mal geöffnet. Das heißt, da muss irgendwer anders noch sich das mal angeguckt haben. Also man sieht jetzt hier einmal ganz kurz unsere Ankleide Schlaf, erste E-Mail, die wir verschickt haben. Ich will nur mal ganz kurz zeigen, was hier passiert ist. Also wir haben die Mail ja in der ersten Woche an 5 Leute verschickt, die wurde dann auch 5 Mal geöffnet und daraus haben wir dann ja ein extrem gutes Ergebnis erzielt. Aktueller Stand ist gerade der, dass wir hier 43 Leute haben, die sich da eingetragen haben. Das sieht man hier auch mal bei Clicktip, das ist super toll aufbereitet und wirklich sehr anschaulich. Also es ist wirklich kein Hexenwerk. Wir haben hier eine ganz tolle Öffnungsrate von 91,5%, was für uns ein mega Ergebnis war. Wenn man jetzt hier aber geht und auf diese Balken schaut, hat man einmal die eindeutige Öffnungsrate von denen, an die es verschickt wurde und dann aber tatsächlich 219 Öffnungen bei 47 zugestellten Mails, was ja wirklich eine Mega-Zahl ist. Auch unsere Klickrate ist hier sehr hoch mit 83% und insgesamt aber sogar 64%. Ja, das war so das Erste. Und das war, um ehrlich zu sein, nur ein Test. Ich habe, glaube ich, im Februar, März das Webinar von Mario gesehen, nachdem ich 1, 2 andere Sachen ausprobiert hatte, die ich überhaupt nicht verstanden habe, die überhaupt nicht funktioniert haben. Auch vielleicht war ich noch mit schuld, weiß ich nicht, aber sie waren mit Sicherheit nicht so gut wie Clicktip. Habe das Webinar gesehen, habe direkt dieses Clicktip Deluxe erstmal gebucht und habe direkt einfach angefangen. Und habe gesagt, bevor ich jetzt hier irgendwie alle vergraule, mache ich das mal auf einer Unterseite. Und deshalb war das in einer Woche auf irgendwo einer Unterseite 5 Leute, die sich eingetragen haben. Und das war, als ich das dann gesehen habe, denke ich so, wow, was ist denn da los? Cool. So sieht halt dann so eine E-Mail aus, die der Kunde einfach bekommt. Und unsere Anrede ist halt, kennt vielleicht der eine oder andere, hallo liebe Freunde des guten Geschmacks. Damit suggerieren wir unserem Kunden halt direkt ein, dass er einen guten Geschmack hat und bei uns an der richtigen Stelle ist, wo er dann einfach auf ein bisschen Text hat, teilweise haben wir noch Bilder drin und er einfach aufklicken kann. Ja, hier sieht man dann die Page. Hallo, lieber Freunde, das ist einfach jetzt mal so ein Video als Beispiel. Vielen Dank, dass Sie hier sind. Wir freuen uns, Ihnen jetzt eine Beratung exklusiv für Sie für einen Kleiderschrank zu geben. Ja, was sind die wichtigen Faktoren, wenn Sie sich eine Ankleide planen? Ja, wir haben jetzt mal ein bisschen schneller gemacht, interessiert jetzt bestimmt nicht alle. Also bei uns auf der Website, wer eine Ankleide braucht, einfach eintragen. Ich möchte hier Einteilungen für Socken, Unterwäsche etc. haben. Lassen diese sich magnetisch in diesem Bereich der Seiten festklemmen. Und wenn man jetzt überlegt, was ein Hemd wiegt und das dann multipliziert auf die Breite, was reinpassen würde, ist man da relativ schnell am Ende.
Ist aber nicht so bequem, wenn ich so weit hinten reingreifen muss, wie jetzt diese Kleiderschnecke. Ich konnte Ihnen einen Einblick gewähren, was wichtig ist zu beachten bei einer Ankleide, und wir freuen uns, Ihre Ankleide umsetzen zu können und wünschen Ihnen ganz viel Spaß bei der Planung und stehen Ihnen gerne jederzeit mit Rat und Tat zur Hilfe. Tschüss! Ja, und das war jetzt so der Anfang. Wir haben das am Anfang echt total billig. iPhone, ich stell mich dahin, ich erzähle jetzt einfach was und du hältst einfach drauf. So, und wir laden das einfach hoch und wir gucken einfach, was passiert. Und so haben wir das gemacht, denn erst ein Video, 2, 3, 4, 5, immer mehr, und haben es einfach ausprobiert. Weil viele, nur so zwischendurch, haben mich gefragt, ja, wie machst du das, wie sollst du anfangen? Jetzt sage ich, nicht nachdenken, einfach machen. Ne? Also ich behaupte mal, für Männer ist das einfacher, nicht nachzudenken und einfach zu machen. Ist so meine Erfahrung vom Leben. Und hier sehen wir es auch nochmal von der Dings. Ja, wir haben dann einfach so nach 4 Monaten mal geguckt, wie so unsere messbaren Ergebnisse sind und in welche Richtung sich das weiterentwickelt. Wir haben dann, ja, Aufwand war dann halt 2 bis 3 Stunden. Keine weiteren Kosten haben wir halt gehabt. Wir haben 47 Zustellungen gehabt, 219 Öffnungen. Ja, wir haben vollautomatisch super viele Leute erreicht einfach, die ich niemals hätte erreichen können. Und wir hatten 22.000 € Umsatz mit den ersten 5 E-Mail-Empfängern. Das heißt, 5 Leute haben sich eingetragen von alleine, ohne Facebook, ohne Werbung, ohne irgendwas auf einer Unterseite auf der Webseite. An 5 Leute ist die Mail rausgegangen. 3 sind im Call to Action gefolgt, haben uns angerufen, haben einen Termin vereinbart. Und wir haben für die 3 ein Angebot erstellt. Die kommen zu uns in den Betrieb. Bei uns im Betrieb gehen wir mit denen, also eigentlich ist es ehrlich gesagt nur noch ein Smalltalk. Im ersten 3 Termine war es so, wo ich ansatzweise denen die Sachen erklären wollte und die Kunden mich aber unterbrochen haben, gesagt, hey, wissen wir schon, das hast du schon alles im Video gesagt. Ja, okay, weiter. Vorspulen, ähnlich wie hier in der Beratung, bla bla bla. Und dann eigentlich nur noch ein Smalltalk und dann habe ich eigentlich nur noch, das ist meine Standardfrage, ja, wann sollen wir es denn liefern? Also ich frage nicht, machen wir das oder machen wir es nicht, sondern ich sage, ja, wann sollen wir anfangen? Wann sollen wir starten? Wann brauchen Sie es? Ja, und von diesen 3 Kunden haben dann in der Tat 2 Kunden direkt gesagt, ja, super, klasse, dann und wunderbar. Im Nachhinein ist ihnen dann eingefallen, oh, ich wollte ja nochmal nach dem Skonto fragen oder Preis etc., aber das Thema ist dann durch. Ja, und die Quote ist nach wie vor so, dass wir echt, ja, das heißt, wir hatten 2,5 Stunden Marketing-Arbeitsstunden, hatten dann ungefähr diese 8.800 € Umsatz pro Marketing-Arbeitsstunde. So, wir mussten diese Kampagnen zwischenzeitlich bei uns abstellen, weil wir sind nicht mehr hinterhergekommen. Wir haben die natürlich nicht dann auf der Unterseite gelassen, wir haben die dann auf die Frontseite, wir haben die in allen Kategorien ausgebaut und irgendwann haben wir festgestellt, so, hey, was ist denn hier los? Jede Menge Anfragen, zig Anfragen und richtig gut qualifizierte. Und dann haben wir gesagt, ja, was sollen wir machen? Wir können denen ja jetzt schlecht absagen. Wir sind dann noch mal ein bisschen gewachsen dieses Jahr. Wir haben jetzt im ersten Halbjahr dieses Jahr 30% Umsatzwachstum wieder, obwohl wir es im letzten Jahr auch schon 30 hatten und mussten die Kampagne abstellen zwischenzeitlich. Also total krass. Und das Allergenialste ist, ich habe extrem viel Freizeit gewonnen dadurch, weil ich halt nicht mehr diese ganzen Beratungen habe. Ja, Küchenkampagne, noch ein weiteres Beispiel, 2 bis 3 Stunden, keine weiteren Kosten, 42 Zustellungen. Hier sieht man auch wieder die Öffnungsrate. Die Öffnungsrate übersteigt halt die Zustellrate um einiges. Genau. Ja, Kunde ist super inspiriert und beraten, hohe Zeitersparnis, fast nur noch Abschlussgespräche, wie ich es gerade schon sagte, 1 Stunde. Zeitersparnis jeden Monat 25 bis 50 Mannstunden. Gut, monatliche Zeitersparnis sind dann 25 Stunden roundabout, jährliche Zeitersparnis 300 bis 600 Stunden. Ja, habe ich super genutzt. Bin ich dann, achso, hier haben wir noch eine Kampagne, gehen wir auch noch gerade drauf ein, Raum Plus Kampagne, kennt vielleicht der eine oder andere so Raum Plus, so Raumgleittrennen-Schiebetüranlagen, ist auch ein Thema. Da weiß der Kunde nicht so, ja, was ist denn der Unterschied, gibt 7, 8 Profile und dies, das, jenes und dem das alles zu erzählen, ey, da sage ich lieber, ich verkaufe dem das Ding gar nicht mehr. So, und dann bin ich in die Ausstellung zu Raum Plus und habe einfach alle Profile mal gezeigt und dann hat der Kunde, wenn er sagt, pass auf, Sie interessieren sich dafür, kriegen Sie 1 Woche lang jeden Tag von uns ein Video zu den unterschiedlichen Profilen. Danach sind Sie total im Thema, egal ob Sie das bei uns oder woanders machen wollen, Sie wissen, was es alles gibt. Ja, hier haben wir es dann halt wirklich gezeigt, es war also wirklich total einfach, wirklich, der Kunde kriegt gesagt, du kriegst jetzt jeden Tag ein Video und danach bist du qualifiziert für Raumtrennen-Schiebetüranlagen. Und
Die Kunden sind glücklich. Ja, war auch unsere Erfahrung ist, 3 bis 4 Mails im Abstand von 1 bis 2 Tagen funktioniert einfach am besten. Und ja, wir haben halt, sage ich mal, die häufig gestellten Fragen im Kundengespräch, im Beratungsgespräch, die haben wir einfach in die Videos mit eingebaut. Also für mich jetzt eigentlich relativ logisch, weil irgendwas wird der Kunde fragen. Also wenn jeder für sich überlegt, hat er vielleicht maximal 10 Punkte, die der Kunde einen fragt. Und wenn man die einbindet, dann hat man den Kunden eigentlich komplett versorgt. Ja, Video immer, genau. Video ist ganz wichtig, auch immer im Sichtbereich der Mail. Das heißt nicht, dass der Kunde die Mail aufmacht und rumscrollen muss relativ weit oben sein. Haben wir auch festgestellt, wenn oben relativ viele Bilder sind, dann kommt da jetzt nicht so viel bei rum. So, was haben wir hier noch? Ja, genau. Das ist auch wichtig. Zu Beginn erklären wir dem Kunden immer, wofür er sich qualifiziert hat. Das heißt, es ist auch bei uns wichtig, wenn der jetzt einen Kleiderschrank haben will, kriegt der niemals Informationen für eine Küche. Das heißt, der bleibt wirklich stupide in diesem Funnel, dass der nur für das Thema informiert und qualifiziert wird. Und das wird ihm auch von vornherein gesagt, aber es wird ihm auch gesagt, pass auf, morgen kommt noch was ganz, ganz Tolles, da habe ich noch was überlegt. Oder im Vorfeld in der E-Mail, ich habe hier ganz wichtige Informationen für Sie, müssen Sie jetzt unbedingt reingucken. Sie haben ja gestern schon mal von meiner Assistentin die und die Mail bekommen, mir ist jetzt eingefallen, das und das wäre noch wichtiger für Sie. Und gucken Sie sich das unbedingt mal an, das ist der Hammer, das haben Sie noch nicht erlebt. Und ja, dann machen die natürlich die E-Mail auf, ne? Die wollen ja wissen, was das will mir erzählen. Ne? Und ja, das ist eigentlich das, was ich erzählt habe. Das ist jetzt einfach so ein Überblick, wie das bei uns halt aussieht, die einzelnen Felder mit den Texten. Dann, ja, also für uns ist das extrem rentabel. Der Interessent wird bei uns wirklich, also egal wer, wir rufen die an oder beziehungsweise automatisiert kriegen die das mittlerweile mitgeteilt und es kriegt keiner mit mir einen Termin, der keine Kampagne durchgelaufen ist. Das heißt, wenn einer bei uns anruft, sagt, ich muss einen Termin haben, der Helm muss mal rauskommen. So, dann sagt die Sekretärin, ey super, heute ist Ihr Glückstag, der muss nicht rauskommen, Ihre Beratung fängt in 5 Minuten an, geben Sie mir mal Ihre E-Mail-Adresse. Ja, dann denkt der Kunde schon, oh super, ich habe gewonnen. Und dann läuft das automatisch und dann kriegt der auch direkt gesagt, pass auf, Sie kriegen da alle Informationen, schreiben Sie mit, das ist ein Riesenbuffet, suchen Sie sich aus, was Sie für sich haben wollen, schreiben Sie es in die E-Mail, die meisten machen sich voll die Arbeit, die picken aus den E-Mails, picken die Bilder raus, beschriften die und sagen, das hätte ich gern da, das da, das da, ich muss mich fast, also das kommt bei uns im Büro wirklich megamäßig vorgefertigt an und man muss sich das mal angucken und ins System gehen, Position Kleiderschrank, 3 Meter, pupp, anklicken, Kleiderlift, ein Stück anklicken, pupp, pupp, pupp. Das ist in 5 Minuten so ein Angebot fertig, dann kommt der Kunde und wir schicken das nicht raus. Der Kunde muss zu uns kommen, kriegt im persönlichen Gespräch das Angebot und dann fragen wir eigentlich nur, wann wir liefern sollen. Ja, und wenn er natürlich sagt, der Kunde wird am Telefon ein bisschen hinterfragt, ja, interessiert sich noch dafür, dann wird er unter anderem noch in andere Kampagnen reingepackt, sage ich einfach mal. Ne? Und genau, das ist das, was wir gerade gesagt hatten. So, ja, und der weiß nachher einfach schon, was er haben will. Ne? Und er hat das Gefühl, dass er mich schon kennt. Weil wenn sich jetzt einer, weiß ich nicht, 4 oder 5 Videos von mir anguckt und er sagt, boah, ey, was hat der Helmut für eine Scheißfresse, der wird niemals zu mir ins Büro kommen. Ja? Der ist eh weg, den will ich auch gar nicht. Ne? Das heißt, die Leute, die kommen, die haben eigentlich schon gekauft, weil die würden ja gar nicht kommen, wenn die das nicht gut finden würden. Ne? Das ist, ja, dann, ja, fast 100%. Also wenn 10 Leute da sind, dann habe ich 9 Leute, die abschließen und hin und wieder mal einer nicht. Ist halt so. Kann es nicht allen Menschen recht machen. Ja, Problemstellung nochmal zusammengefasst, hoher Zeitaufwand, Beratung, Verkaufsgespräche, persönliche Kontakte zum Abschluss notwendig. Eigentlich alles, was ich jetzt genau. Lange Reaktionszeiten. Der eine oder andere wird wirklich das Webinar gesehen haben. Ich bin relativ viel auch auf Veranstaltungen, wenn ich Visitenkarten kriege. Ich habe die echt teilweise nach einer Woche so aus meiner Hosentasche geholt. Ich so, oh, Mist, dem wolltest du was geschickt haben. Heute nehme ich mein Handy, pack das Ding da rein, vergib dem Tech-Ankleide und noch bevor der von der Veranstaltung weg ist, hat er schon die erste Beratung im E-Mail-Postfach und denkt so, boah, cool, der hält sich an sein Wort. Ne? Und ich habe den gar nicht mehr im Kopf einfach nachher. Ne? So, ja, das ist halt jetzt der Business Card Reader. Ist super für Messen. Also wir selber nehmen nicht mehr an Messen teil, nur als Besucher, aber als Aussteller eigentlich überhaupt nicht mehr. Ist aber sehr gut dafür. Ich habe festgestellt, unsere Kunden, die sind teilweise mit ihren Firmen auf Messen. Das heißt, da wenden wir das für die wiederum an. Also es ist ein gigantischer Markt. Ja,
Genau, also wie ich es gerade schon erzählt habe, die E-Mails gehen automatisiert los. Messen, Seminare, Contra, ClickTipCon, Netzwerk, ja, Business Launch beim FC. Habe jetzt wieder gewonnen hier, 3-1, ne? DFB-Pokal. Und da ist eigentlich immer gute Laune, weil wir sind in Köln, auch wenn wir verlieren, sind wir trotzdem gut drauf, weil das nächste Spiel gewinnen wir ja wieder. Sind wir alle felsenfest überzeugt. Und da ist das einfach hammermäßig. Da lernt man andauernd neue Leute kennen, zack, Ding raus. Und darüber kommen die meisten, ja, was machen sie denn da? Ne? Ich so, ja, sag ich ganz einfach, sage ich, sie kriegen jetzt die Beratung. Ja, wie funktioniert das denn? So, und da lernt man natürlich auch Unternehmer kennen und die können das für ihre Firmen auch meistens brauchen oder kennen jemanden, der es wieder brauchen kann. Also es hat echt so einen Doppeleffekt. Zum einen ist derjenige versorgt und zum anderen weiß der, boah, der macht das und das auch noch, kann mir da auch noch helfen in dem Bereich. Unternehmertreffen, ja, und überall, wo Visitenkarten ausgetauscht werden. Genau, ja, das ist einfach nur so ein Beispieltext. Vielen Dank für das Gespräch, relativ allgemein. Oder jetzt am Wochenende bin ich auf einem Verkaufsseminar gewesen, NLS. Da habe ich das dann auch vorher eine Kampagne aufgestellt, Karten, pup, 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 und die Leute alle direkt, also und es reagieren dann auch sehr viele drauf. So, ja, also, das ist ein Tipp, immer am besten die Enterprise-Version anbieten. Wir haben ja auch mit der ClickTip Deluxe gestartet, sagte ich gerade eingangs, sind dann hier gewesen. Und dieses super Angebot, was der Mario gerade gemacht hat, das kann ich einfach nur empfehlen. Also unsere Julia wird auch da sein und wir haben da auch direkt geändert auf Enterprise. Man hat viel mehr Möglichkeiten und das Allerwichtigste ist, das finde ich noch wichtiger wie die Möglichkeiten, die es gibt, ihr kennt die. Ihr steht nicht beim Kunden da und sagt, ja, du kannst theoretisch noch dies, das, jenes, sondern du kannst sagen, ich habe Enterprise, ich mache alles, ich bin da überzeugt von, das ist der Hammer, du musst das haben. Weil es bringt dir nichts, Enterprise für ein halbes Jahr zu buchen. Dann hast du deinen Enterprise für ein halbes Jahr, dann hast du ein, zwei Sachen probiert. Wir haben es ja schon mal gehabt, der eine oder andere hat ja auch einige Sachen probiert, die dann mal nicht so funktioniert haben, wo es dann auf einmal so die Kurve runtergeht. Und dann sagt der Kunde auf Wiedersehen und Tschüss. Und ja, du hast keine Chance mehr. Wenn der 2 Jahre gebucht hat, dann bleibt er dabei. Ja, und ihr habt halt direkt die Provi auf eurem Konto. Das sieht auch gut aus. Also mir gefällt das. So, genau. Das ist dann so eine Beispielmail von der Contra. Ja, manchmal die Gespräche dauern manchmal nicht so lange, Pause und dann kann man halt die Sachen in der E-Mail einfach nochmal auffassen. Und blub, 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 ja, Daily Business, Visitenkarten, habe ich jetzt eigentlich alles schon erzählt. Ne? Genau, klar, man kann Bedingungen setzen, wurde die E-Mail geöffnet, wenn nicht, schickt mir die einfach nochmal mit einem anderen Betreff. Dann hat er die vielleicht einfach gelöscht und dann denkt man, oh super, eine andere E-Mail. Das ist jetzt einfach mal so eine Beispielkampagne, wie wir die aufgesetzt haben. Ihr kriegt die auch von uns, wenn ihr wollt. Wir haben die hier nochmal ein bisschen vergrößert und man sich das einfach angucken kann, dass wenn dann nach einem Tag warten das Ding nicht geöffnet wird mit einem anderen Betreff, einfach nochmal rausgeht. Also es ist echt alles total simpel aufgebaut und es funktioniert. Also fangt nicht an zu überlegen und euch 1000 Strategien zu machen. Geht einfach in euch rein, guckt, wo ihr Bock drauf habt, guckt, wo ihr euch mit identifizieren könnt und fangt einfach an. Alles andere ist Zeitverschwendung. Das bringt nichts. Also, finde ich. Ja, genau. Also Unternehmensinformationen kriegt der Kunde bei uns oder der Interessent, den man halt kennenlernt. Wenn die Mail geöffnet wird, kann man es einstellen, dass man eine E-Mail oder eine SMS bekommt. Das heißt, ihr wisst genau, alles klar, der hat jetzt die E-Mail geöffnet, hat die auf dem Bildschirm, dann kann man den anrufen und da nochmal anknüpfen. Und am Ende kommt derjenige einfach in den Newsletter. Das sind jetzt so ein paar Tools, die wir ehrlich gesagt auch dieses Jahr erst kennengelernt haben und die aber echt alle super gut funktionieren und die wir auch echt nur weiterempfehlen können. Und ja, man sieht es in der Mitte so, das Wichtigste bei uns ist einfach ClickTip. Ohne das, so das Herz läuft da nichts. Resultate, ja, Kundenakquise automatisiert oder delegiert. Ich arbeite nicht im Unternehmen, sondern am Unternehmen. Ja, und in der Möbelmanufaktur habe ich meinen eigenen Job wegdelegiert. Das heißt, ich habe so am Donnerstag gesagt, so, ey, was machst du denn jetzt? Ne? Scheiße, weil ich kann ja auch nicht, ich hätte ja theoretisch sagt er ja, wieso, der hat doch abgeschaltet, ich hätte es angeschaltet sein lassen können, aber ich kann ja nicht mit 16 Mann in der Werkstatt sagen, oh, weißt du was, nächsten Monat macht er nicht 100, nächsten Monat baut er mal für 200.000 Euro Möbel, ja, funktioniert ja nicht. Ne? Also ich müsste die einsperren oder so, funktioniert auch nur bedingt. Also, und dadurch habe ich einfach Zeit gewonnen. Mein Hobby ist so innovatives Design, ausgefallene Konzepte etc. Ich habe dann mir einfach gesagt, so, machst du einfach mal wieder ein bisschen deine Hobbys, bin wieder angeln gegangen
sitzt dann da schön am See, ein paar Lachsforellen fangen und abends schön einen Grill mit ein bisschen Räuchern, Stäbchen da drin, also schön geräucherte Lachsforelle und ja, ein bisschen am Nürburgring rumheizen. Habe dann dieses Jahr die Rennfahrer A-Lizenz gemacht, hätte ich sonst niemals Zeit für gehabt. Und ja, einfach so Dinge, die mir halt Bock machen, Spaß machen. Ja, und das Kuriose, bei so Dingen lernst du wieder neue Leute kennen und hast wieder neue Inspirationen und neue Wege. Also es ist, ja, es ist einfach geil. Ja, danke schön. So, dann war es für mich aber doch auf Dauer langweilig. So immer nur, dann bin ich noch wieder Motorradfahren gegangen und Park am See war mal, aber irgendwann denkst du so, boah, ey, irgendwie so, das ist, ich bin 38, 3-Tage-Woche, ey, habe ich keinen Bock drauf, ich bin ein Macher, ich muss irgendwie was bewegen und muss irgendwie was Ergebnisse sehen und denkst, okay, die da draußen in der Werkstatt kannst du nicht mehr füttern und wieder zurück in den Betrieb, in die Prozesse gehen, hast du auch keine Lust. Julia fing auch langsam an, sich zu langweilen. Nein, was machen wir? Haben wir noch Kampagne oder dies oder das oder jenes? Stand auch noch mit der Kamera bei mir am Schreibtisch. Und dann sage ich, okay, komm, wir gründen jetzt noch die Master Marketing GmbH, weil es haben immer mehr Firmen mich angeschrieben, die mich teilweise auf Facebook gesehen haben, und so, ey, was ist mit dir los? Bist gar nicht mehr am Arbeiten, du bist nur noch am See oder im Auto oder dies oder das oder jenes. Und da habe ich gesagt, ja, sage ich, können wir uns mal zusammensetzen, das ist ein Geheimnis, ne? Kann ich dir verraten. Kennen erst 2% der deutschen Unternehmen. Habe ich mir diesen Satz bei Mario einfach mal geklaut im Webinar und der kommt sehr gut an und dann habe ich in der Tat sehr viele Leute, die sehr interessiert sind, mit mir darüber zu sprechen und deshalb, wir arbeiten da gern mit Unternehmen zusammen. Marketingautomatisierung ist für mich so eine neue Leidenschaft, weil ich halt einfach gern so mache und Sachen halt bewege und umsetze. Ja, neues Geschäftsfeld, wir helfen Unternehmen, das habe ich eigentlich alles schon gesagt, ne? Ja. Genau, habe neue Zeit. Die ersten Kunden, logischerweise Handwerk, wird sich der eine oder andere denken können. Maschinenbau war jetzt auch dabei, Vermögensberatung, Lifestyle, Boutique, Gesundheit, Schönheit, Stoffwechselberatung. Der eine oder andere, mit dem Randolph hatte ich jetzt dann diesen Arzt, der dann angerufen hat. Und ich so, ja, machen wir halt einen Arzt, weil wenn ihr das Rezept nachher habt also ich mache das so, ich gucke, wenn der Mensch, der dahinter ist, mir sympathisch ist und der hinter seinem Produkt steht und sich damit identifiziert, ist mir das egal, ob das jetzt ein Arzt oder sonst was ist. Ich muss halt nur einen Experten dazu nehmen, der das Wissen hat, den hole ich dazu und wunderbar. Wenn mir einer nicht so sympathisch ist, dann sage ich dem das. Und dann sage ich, okay, komm, pass auf, wir sind nicht so eine Wellenlänge, mach das mal besser mit dem oder habe ich keine Lust zu. So, weil ist dann halt so, ne? Bin da jetzt nicht so. Mich muss ja nicht jeder mögen. Ja, unsere Erfahrung, je offlineiger die Branche ist, umso besser funktioniert das. Das ist, wo wirklich derjenige sagt, ja, aber bei mir funktioniert das ja nicht. Ich bin ja Installateur. Ja, sag ich, ja super, bei dir funktioniert das viel besser. Du hast einmal im Jahr eine Wartung einer Heizung. Das ist immer das Gleiche, sage ich. Und wenn du das Ding generalisierst und automatisierst, was meinst du, wie viele Heizungswartungen du mehr hast? Und so, genau, dann Ausbau, darüber hinaus haben wir dann die Videomarketings bei uns. Wir haben dann sogenannte Traumhauskampagnen, weil wir haben festgestellt, die Kunden sind so begeistert davon, die eigenen, und wollen am liebsten, ich habe teilweise, wenn wir irgendwie so ein Haus realisiert haben, bin ich einfach mit dem Handy spontan da durch die Bude gelaufen und dann kamen Anfragen so, oh, kann man das mal mehr sehen, kann man dieses Mal, wie haben sie das, was ist dies, was ist jenes, und dann kam die Überlegung, okay, da machen wir halt, wenn wir Traumhäuser ausbauen, Traumhauskampagnen. Das heißt, wir machen ein Traumhaus, bauen das aus, ich laufe da einmal mit dem Handy durch, erzähle das, was wir hier so grob gemacht haben, sage ich, wenn ihr das jetzt haben wollt, tragt euch in die Kampagne ein über die Handynummer und ihr könnt mit uns durch jedes Zimmer von dieser Villa oder diesem Haus oder dieser Wohnung gehen und wir erzählen euch im Detail, was wir wie wo gemacht haben. Und das kommt auch. Das sieht dann so aus jetzt hier zum Beispiel. Das ist jetzt die Kampagne, wo wir auch wieder gucken, wenn dann einer nicht darauf reagiert, dass wir den wieder reinholen nachher mit einem anderen Betreff, wobei das sehr selten notwendig ist. Und ganz am Ende, ich gehe mal zurück, ganz am Ende gehen wir nachher drauf und gucken halt, wenn einer wirklich die Mails nicht geöffnet hat, dann kommt er als C-Kunde-Kategorie, kriegt er echt nur noch 1-2 Mal im Jahr eine Info und alle anderen werden dann regelmäßiger versorgt. Genau, hier sieht man es auch nochmal, da sieht man es auch nochmal. Ja, das ist dann so ein Start von so einer Traumhauskampagne. In der Zwischenzeit war es dann so, dass wir uns gesagt haben, okay, wenn wir jetzt eine Marketingagentur haben, dann macht es auch, also für mich kann das nicht, ich mache das, wenn ich was mache, mache ich das richtig oder gar nicht. Wir sind dann direkt nach Köln zum Foto Gregor und ich so, hey, ich brauche die beste Kameraausstattung, die es gibt.
Habe dann auch mit ein bisschen weniger Geld gerechnet, aber dann habe ich gesagt, okay, scheiße, wir ziehen das jetzt durch. Aber das kommt auch beim Kunden besser rüber. Also ihr müsst nicht, aber je mehr der Wagnis, also ich sage immer so, der Gewinn liegt im Risiko. Und wenn ihr da einfach sagt, ey, ich mache das voll professionell und ihr seht euch schon irgendwo stehen, wo ihr jetzt noch gar nicht seid und ihr könnt euch das vorstellen, dass das so ist, dann kann man das auch erreichen und dann muss man aber auch überlegen, wo will ich in einem Jahr stehen? Was möchte ich machen, was möchte ich für Kunden haben? Und wenn ich dann sage, ich möchte da und da stehen, möchte die und die Kunden haben, dann muss ich meiner Meinung nach vorausschauend auch schon so investieren, dass ich nicht doppelt investiere. Lieber einmal ein bisschen mehr und dann aber, dass ich sage, wenn ich da und da stehen will, dann bin ich da schon für ausgerüstet. Ja, das ist jetzt, sage ich mal, so ein Überblick von dieser Traumhauskampagne. Ja, hier links unten, super geil. Da haben wir wirklich ein Haus gebaut, alle Wände und Decken aus Beton und im Schlafzimmer vor dem Bett eine Badewanne aus komplett Eiche Massivholz gebaut. Also wirklich, so geil, der Kunde war echt für alles offen, also es macht einfach Bock. Ne? So, unsere neuesten Projekte. Ja, stetige Optimierung unserer Homepage. Die hat die Julia jetzt, genau, das war auch noch so ein Thema, wo die Julia dann sagt, lass uns doch mal Homepages machen, weil wir haben den einen oder anderen Kunden gehabt, der hatte eine Agentur und die kommt einfach nicht aus dem Quark und die verstehen einfach nicht, was man von denen will. Und dann haben wir das für 1, 2 Kunden gemacht und dann haben wir auch unsere eigene Homepage, also vielmehr die Julia, erneuert. Die ist jetzt seit 2 Wochen online und genau, unser nächster Plan ist, ein Webinar zu erstellen für Einrichtungstipps, das halt wir noch eine breitere Masse begeistern können, weil wir haben unser Unternehmen jetzt so optimiert, es werden jetzt diesen Monat nochmal, also bis Jahresende noch 3 zusätzliche Mitarbeiter eingestellt, die wir abgeworben haben von anderen Betrieben. Das haben wir auch über Facebook und Videos gemacht. Da habe ich einfach der Julia gesagt, Julia, pass mal auf. Nimm dir die Kamera, lauf durch den Betrieb, nimm dir jeden mal irgendwie so vor die Linse, der Bock hat und die sollen einfach nur mal sagen, warum die hier sind. So, und das Ding einfach reingestellt und parallel eine Stellenanzeige geschaltet und ja, auf einmal wollten ganz viele zu uns. Und ich selber habe gar nichts gesagt, außer einen Satz irgendwie mal so, ja, hallo. Ne? So, ja, was haben wir dabei gelernt? Wer das nicht nutzt, lässt echt viel Geld auf der Straße liegen, weil das Geld liegt da. Ihr müsst nur genug Leute haben, um es einzusammeln. Das ist einfach so. Das ist, ja, und 98% eurer Konkurrenz, mittlerweile nenne ich die halt nicht mehr Konkurrenz, sondern Mitbewunderer. Und ihr alle habt jetzt diesen krassen Vorteil, dass ihr heute allein schon hier seid. Nur das reicht nicht. Wenn ihr jetzt morgen oder Sonntag oder Montag wieder nach Hause fahrt, ja, und denkt so, ey cool, ich weiß das jetzt, ne, passiert überhaupt nichts, da passiert gar nichts, da passiert null. Das heißt, ihr müsst, also ich bin so ein Typ, so schnell wie möglich Enterprise buchen, euch zu Hause hinsetzen, da reingehen und einfach anfangen. Und wenn ihr nicht wisst, was, oder wenn ihr sagt, ja, aber der Markt ist cool und der Markt ist cool, forget it. Guckt einfach, wo ihr Bock drauf habt, weil es macht keinen Sinn, wenn ihr jetzt ankommt und sagt, ey, hier, Blue Ocean Markt, total super, total klasse, ihr habt überhaupt keine Ahnung davon, interessiert euch überhaupt nicht, das bringt nichts, ihr werdet null Erfolg haben. Das ist meine Meinung, also zumindest nicht langfristig. Ihr müsst irgendwas haben, wo ihr für brennt. Ja? Also wenn ihr wirklich hier so Teelichter habt für so ein Thema, ne, so Bunsenbrenner rein, so, dann läuft das. Ja, und wie schon gesagt, mit einfachen Mitteln tolle Ergebnisse. Ja, kein Hexenwerk, das habe ich auch eigentlich alles schon gesagt. Genau, passende Kunden wie Sand am Meer, nicht auf zu vielen Hochzeiten. Ja, genau, also das, was ihr wirklich, wo ihr Bock drauf habt, das dann halt wirklich machen. Genau, wir helfen euch gerne. Ja, wenn ihr die Infos haben wollt oder die Nachrichten oder diese ganzen Folien, schickt da jetzt einfach eine SMS hin. Und jetzt komme ich noch zu was ganz anderem, und zwar der Dan, mein Namensvetter, hat das richtig cool geübt mit euch, diese Eskalationsstufe 3. Ich hätte jetzt gern, das weiß jetzt hier keiner, die Eskalationsstufe 4. Und zwar, ich habe mit den Folien, wenn ich ehrlich bin, nichts zu tun, weil das ist ja im Unternehmen arbeiten und ich arbeite am Unternehmen. Und das hat wirklich alles die Julia gemacht. Und ich bitte euch jetzt einfach mal einen Riesenapplaus. Und Julia, komm doch mal gerade nach vorne, dass sich jeder sieht. Komm. Und einen Riesenapplaus für die Julia, weil die Julia hat das komplett alles gemacht.
Ja, super. Klasse. Ja, und alles, was da ist, ist alles von der Julia. Das ist dein Applaus. Genieß ihn. Ja, das ist, genau. Deiner. Ja. Ja, und die Julia hat das wirklich alles umgesetzt. Also ich bin der Typ, der da reinkommt und sagt, ey, ich habe die und die Idee, oder der nachts um 1 noch eine E-Mail schreibt oder eine WhatsApp oder eine Sprachnachricht, ey, ich habe die Idee, mach das so und so, wir machen das und das, lass uns morgen früh da und da drüber reden. Und die Julia macht das alles und richtig gut und denkt auch mit dabei. Also Mitdenken, Freude schenken wird bei uns echt groß geschrieben im gesamten Unternehmen und da echt vielen, vielen Dank nochmal, Julia. Das ist echt super. Ja, genau. Und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr auch gerne die Julia ansprechen. Okay, gut. Ja, hier sind unsere Kontaktdaten und wenn der eine oder andere Fragen hat, wir freuen euch da. Wie bitte? Zurück? Zurück geht auch, ja, so, genau. Also telefonieren, skypen, sprecht uns hier an, wie ihr wollt. Also der eine oder andere hat mich hier jetzt auch schon angesprochen und hat schon Fragen gestellt und gestern kam jetzt mal die Frage, können wir mal zusammen ein Video machen? Ey, ich bin da total entspannt, bin da für alles offen. Gibt so ein paar Sachen, wo ich sage, nee, da stehe ich nicht hinter. Bin jetzt auch ein, zwei Mal gefragt worden, willst du nicht mal als Speaker kommen, hier spielend im Internet Geld verdienen? Da sage ich, nee, da stehe ich nicht hinter. Das ist nicht mein Ding. Sage ich, ist zwar schön, dass ihr da eine Messehalle mit 1000 Leuten habt und mich da hinstellen wollt, aber das entspricht nicht der Wahrheit. Sage ich, weil ich bleibe dabei, wie es halt ist. Du verdienst mit das, was wir jetzt machen, das Geld nicht im Internet, du generierst es halt im Internet und du nimmst dir da durch das Internet, holst du dir Lebensqualität und sparst dir viel Zeit. Und das ist halt, sag ich mal, schon ein sehr wichtiger Punkt, wo ich sage, das muss man unterscheiden. Das ist jetzt nicht einfach so diese Geldmaschine. Also wir hatten jetzt ja auch beim Webinar das Thema die Produkterstellungspsychose, wo wirklich jeder meint, ich muss jetzt ein Produkt erstellen, ein Informationsprodukt und danach geht es voll ab und das ist schön und gut, sowas zu erstellen, aber du musst wirklich ein greifbares Produkt meiner Meinung nach dahinter haben. Es gibt vielleicht 4, 5 Leute in Deutschland, da funktioniert das richtig gut. Und weil das bei denen gut funktioniert und die das holla die Waldfee allen zeigen, gibt es auch ganz viele, die denken, ey cool, das funktioniert auch. Und weil es dann ganz viele gibt, die denken, dass das funktioniert und die in diese Produkterstellungspsychose verfallen, geht es den 4, 5 dann richtig gut. Also das ist so mein Resümee. Am Anfang habe ich auch gedacht, ey cool, aber wirklich, ja, und das ist halt nochmal so ein Punkt. Viele, also ich habe es echt vorhin schon ein paar Mal mitgekriegt, viele sind echt am Überlegen, was mache ich, in welchen Bereich gehe ich. Und bei mir war das, ich habe noch ein paar Minuten Zeit, ja. Ich war zu schnell, egal. Ich erzähle noch mal was, das ist jetzt nicht geplant. Und zwar, bei mir war nicht immer so, das ist nämlich nicht das Leben ist so. Ja? Und ich habe gelernt, je größer das Problem ist, was du bekommst, umso geiler wird es danach, weil das Leben schickt dir keine Aufgaben, die du nicht erledigen kannst und die du nicht schaffen kannst. Das heißt, jedes Mal, wenn du ein richtig fettes Problem geschickt kriegst, sage ich, boah, geil, nächste Wachstumsstufe, Gas. Alle um mich drumherum können das mittlerweile gar nicht verstehen, aber es ist wirklich so. Und wenn du mit dieser Einstellung da rangehst, dann funktioniert das. Und bei mir war es so, ich habe 2011 bis 2011 war ich eine normale Schreinerei. Ich habe alles gemacht. Und er hat gesagt, boah geil, noch mehr Umsatz, noch mehr Mitarbeiter, 18 Mitarbeiter, fetten Umsatz, 1000 Innentüren, zigtausend Quadratmeter Fußböden, so und so viel Fenster im Jahr, aber voll scheiß Betriebsklima. Ich selber überhaupt keinen Bock gehabt, in die eigene Firma zu fahren, Hörsturz gehabt, obwohl ich geile Projekte hatte, eine Villa in der Schweiz, im KDW in Berlin ein Projekt und dazwischen irgendwelche Mist-Industriegebiete mit hunderten von Türen ausstatten in Trostorf-Spich. Ja. Und dann habe ich für mich halt erkannt, ist okay, du musst hier irgendwas tun. Hörsturz, Betriebsklima, alles Mist, war auch meine Schuld, weil ich persönlich noch nicht da war, wo ich heute bin und gewisse Einstellungen oder Grundkenntnisse des Lebens oder des Universums noch nicht geteilt oder gehabt habe. Und bei mir war es damals echt so krass, ich habe echt ein 6-stelliges Minus gehabt, ich habe einen Hörsturz gehabt und ich musste weitermachen, habe gedacht, ich musste weiter, habe mir morgens im Krankenhaus am Tropf gehängt, meinen Cortison abgeholt, bin den Tag wieder gerannt
bin abends wieder hin, morgens wieder hin, also es war echt, und dann habe ich gesagt, hey, so kann das nicht weitergehen. Und dann habe ich für mich überlegt, so, was willst du jetzt, was machst du jetzt? Erste Intuition war, ey, das macht doch alles überhaupt keinen Sinn. Nimm dir einen Strick und lass es sein. Und ich war aber echt kurz davor, das zu machen. Habe dann glücklicherweise 1, 2 Menschen in meinem Leben gehabt, die gesagt haben, komm, du bist gut, schaff das doch und mach noch und. Und dann habe ich gesagt, okay, aber dann mache ich jetzt nur noch das, wo ich wirklich Bock drauf habe. Ich gucke jetzt meine Kundendatei durch. Ich habe mir für jeden Mitarbeiter einen Zettel genommen. Habt ihr mir im Büro 18 Zettel an die Wand. Und wenn der mir auf die Eier gegangen ist, habe ich das da hingeschrieben. Und irgendwann nach ein paar Tagen, ey, Helm, was ist das denn für eine Wand hier? Da stehen unsere Namen. Ich, ja, ey, das ist Datenschutz, das dürfen Sie gar nicht. Ich, ja, dann geh doch. Hier hast du einen Zettel, schreib die Kündigung, geh doch. Verklag mich, mach was du willst. So, lange Rede, kurzer Sinn. Nach 6 Wochen war ich alleine. Und je mehr Zeit verging, umso lieber bin ich wieder in meine eigene Firma gefahren. Ich habe immer festgestellt, okay, die Maschinen laufen nicht mehr, du musst mal wieder eine Arbeitshose bestellen. Da habe ich mir ein paar Arbeitsklamotten bestellt, habe einen Auszubildenden gehabt, eine Person im Büro und ich selber halt. Arbeitskleidung wieder bestellt und dann ging das aber noch weiter. Dann denke ich so, boah, ey, der Kunde, der stresst sich voll, der denkt, der hat dich gekauft. Und da, wo es noch ging, habe ich direkt die Kundenkartei genommen und habe Aufträge storniert. Ich habe gesagt, Fenster, habe ich keinen Bock, storniert, machen wir nicht mehr. Fußböden, habe ich keinen Bock, machen wir nicht mehr. Innentüren, habe ich keinen Bock, machen wir nicht mehr. Der Kunde ist unsympathisch, kauft eine Küche für 60.000 und ist der Meinung, der hätte mich gekauft. Hey, kommen Sie sofort nach Bonn. Hallo, geht's noch? Aber was, wenn nicht? Ja, wenn Sie erschossen. Ich sage, machen Sie doch. Ja, wie reden Sie mit mir? Ich bin einer der reichsten Deutschen, ich stehe auf der Forbes, bla bla bla. Ich sage, ja, mein Beileid, dass Sie dann so mit Menschen umgehen müssen. Und wisst ihr was? Das hat richtig gut getan. Das hat richtig, richtig gut getan, weil ich bin in die Firma gefahren und ich habe gewusst, ey, da liegen nur geile Aufträge, da sind nur geile Menschen dahinter, die total nett und freundlich und respektvoll miteinander umgehen, die das wertzuschätzen wissen. Und die 2 wenigen Mitarbeiter, die da waren, mit denen kommt man super klar und ich sage, mit denen würde ich auch abends was machen. Und dann habe ich gesagt, pass auf, hauen wir ein paar Subunternehmer rein, dachte so, ey, super, das ist die Lösung, das war auch nicht die Lösung. Das war ganz schön und das war uns okay, wir sind auch wieder im positiven Bereich gekommen, aber für ein krasses Wachstum hat es nicht gereicht. Dann habe ich angefangen mit Persönlichkeitsentwicklungsseminaren und habe dann wirklich nach und nach festgestellt, wow, da ist ja noch viel mehr und habe dann gesagt, okay, ich stelle jetzt nur noch Leute ein, baue mir wieder ein Team auf, die einfach nur Bock an der Sache haben. Ich habe eine Lehrerin gehabt, die kam in den Sommerferien bei mir ins Büro und sagte, Herr Helm, ich habe vor einer Woche eine Bewerbung geschickt und ja, da haben sie mir geschrieben, ist schon belegt die Lehrstelle und eigentlich erst für nächstes Jahr wieder. Aber ich habe gestern einen Brief bekommen oder heute Morgen, ich werde jetzt für, weiß nicht, schwer erziehbare irgendwas an irgendeine Katastrophenschule verlegt. Und ich will unbedingt die Ausbildung zur Schreinerin machen. Die war 31, die war fertige Lehrerin. Da habe ich gesagt, boah geil, sag ich, das ist ein Bunsenbrenner in den Augen, die brauche ich. Da habe ich gesagt, pass auf, wir machen eine Woche Praktikum. Bin dann selber in die Werkstatt, 2 Tage Praktikum, ich habe dir direkt den Lehrvertrag hingelegt, unterschreib da sofort und nirgendwo anders, du bist verhaftet. Die ist heute meine Produktionsleiterin und so habe ich das mit allen anderen Mitarbeitern auch gemacht. Wir machen echt so 3, 4 Mal im Jahr machen wir eine Weihnachtsfeier. Ja, weil ich sage denen halt, pass mal auf, wenn das läuft, dann sollen wir da alle was von haben. Und ich stelle nur Leute ein, die mir sympathisch sind, wo ich Bock drauf habe. Also gehe ich auch gern mit denen mal abends weg was machen. Wir haben jetzt im Sommer hier in Köln am Fühlinger See diesen Fisherman's Friends Strongman Run gemacht mit 10 Mann. Da machen nämlich alle mit. Davor sind wir mal in so einen Kletterwald gegangen. Da haben auch alle voll den Spaß gehabt. Jetzt als nächstes machen wir eine klassische Weihnachtsfeier hier, Kegeln und Essen. Und danach werden wir wieder irgendwas Actionmäßiges machen. Ja, und das ist so wirklich mein Feedback. Das Leben ist einfach zu kurz, um es mit schlechten Sachen oder schlechten Menschen, schlechten Einflüssen zu verbringen. Deshalb guckt in eurem Umfeld, dass die Leute, mit denen ihr am meisten Zeit, sagen wir mal die 5 Menschen, mit denen ihr die meiste Zeit verbringt oder mit denen ihr am meisten zu tun habt, dass die wirklich auf einem Level seid, wo ihr sagt, boah, geil, super, finde ich gut. Und nicht irgendwelche Jammerer, Nörgler, weil die 5 Menschen, ihr selber bildet nachher den Querschnitt der 5 Menschen, mit denen ihr die meiste Lebenszeit verbringt.
Boah, geil. Und ich habe jetzt noch 20 Sekunden und ich würde sagen, ich bin jetzt fertig und bedanke mich für die Aufmerksamkeit.